Servus meine Lieben, schön, dass ihr bei meinem neuen Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich mal wieder ein recht außergewöhnliches Muster für euch. Wenn ihr das mal von der Seite anschaut, dann könnt ihr erkennen, dass es richtig schön plastisch ist. Und ja, es ist auch wieder sehr, sehr luftig. Ihr könnt es also für eure Sommerprojekte verwenden, eignet sich aber auch schon sehr, sehr gut für den Herbst. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich stricke hier heute wieder mit Alpaka-Wolle mit einer Lauflänge von 200 Metern auf 50 Gramm und mit Stricknadeln in der Nadelstärke 3,0. Ich habe hier insgesamt schon 3 Mustersätze gestrickt. Das Muster muss durch 2 teilbar sein. Ich habe insgesamt 24 Maschen auf der Nadel. Und ja, das Muster selbst besteht aus 4 Reihen und dann habe ich hier immer 4 Reihen glatt rechts dazwischen gestrickt. Wir starten mit einer Randmasche, die wir abheben, und dann ja, müssen wir die erste Masche einmal drehen, dann die beiden Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, dann diese Masche hier nochmal auf die linke Nadel heben, die nochmal rechts abstricken und dann müssen wir noch einen Umschlag machen. Also die nächste Masche umdrehen, die beiden Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, diese eine Masche nochmal auf die linke Nadel heben und rechts abstricken und einen Umschlag machen. Ich zeige es doch mal. Die Masche umdrehen, 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, diese Masche nochmal auf die linke Nadel heben, rechts abstricken und ein Umschlag. Das machen wir einmal die komplette Reihe. Also 2 zusammenstricken, rüberheben, nochmal neu stricken, Umschlag. Umdrehen, 2 zusammen, nochmal rechts stricken und ein Umschlag. So, die letzte wird wieder ganz normal rechts gestrickt und in der Rückreihe wird die erste Masche wieder abgehoben. Und jetzt haben wir hier einen Umschlag und eine gestrickte Masche. Den Umschlag stricken wir immer rechts und diese Masche, die hier auf der Rückseite auch links erscheint, die stricken wir auch links. Also den Umschlag rechts und die Masche links stricken. Umschlag rechts, Masche links. Hier noch eine linke Masche und die Randmasche stricke ich wieder rechts. Dann sind wir wieder auf der Vorderseite. Die Randmasche hebe ich wieder ab.
Und jetzt wird die erste Masche links gestrickt. Und hier, wo dieses Löchlein ist, diese Masche heben wir ab mit dem Faden vor der Nadel. Dann wieder eine Masche links stricken und eine Masche abheben mit dem Faden vor der Nadel. Links stricken, abheben. Links stricken, abheben. So, die letzte hebe ich hier noch ab und die Randmasche wird wieder rechts gestrickt. So, die erste hebe ich in der Rückreihe wieder ab und jetzt werden alle Maschen links gestrickt. Und die letzte Masche stricke ich wieder rechts. Und dann sind wir auch schon im Großen und Ganzen mit dem Muster fertig. Jetzt kommen noch 4 Reihen glatt rechts. Die erste Masche hebe ich wieder ab und dann stricke ich in den Hinreihen alle Maschen rechts und in den beiden Rückreihen alle Maschen links. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier den Abstand dazwischen etwas kleiner oder größer zu machen, indem ihr einfach vielleicht nur 2 Reihen glatt rechts dazwischen strickt oder vielleicht auch 6 oder 8. So, die Maschen in der Rückreihe, die strecke ich jetzt links. So, ich habe jetzt hier die 4 Reihen glatt rechts drüber gestrickt. So sieht es bei mir auf der Rückseite aus. Ich hoffe, euch hat das Muster wieder gefallen. Ihr könnt natürlich dieses Muster auch wieder mit vielen anderen Mustern kombinieren und euch so ganz individuell euer eigenes Projekt gestalten. Ich versuche ja immer, die Muster so zu wählen, dass ihr hier ganz viele Möglichkeiten habt. Für alle, die jetzt Lust auf mehr bekommen haben, blende ich euch oben links das passende Muster dazu ein. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert auf jeden Fall mein Video. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben dazulassen und auf jeden Fall meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Danke fürs Zuschauen, pfiat euch, bis zum nächsten Mal, eure Bianca.